Hallo liebe Zuschauer, heute in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die geht so auf. Hier in die Mitte habe ich Karabin. So sieht das innen aus. Ich habe dieses Modell mit einem Kunstlederboden gehäkelt, damit der Boden nicht nachgibt und die Tasche hält ganz gut Form. Sie können auch selber häkeln, ein Viereck oder ein Quadrat oder ein Oval, ist egal, wie es Ihnen lieber. Oder benutzen Sie auch, so wie ich, einen Kunstlederboden. So, die Abmessungen für diese Tasche, wenn sie so platt liegt, die Breite ist 38 cm und die Höhe von dieser Tasche ist also 22 cm. Meine Anleitung ist eine Beispielanleitung. Sie können gerne mit anderen Mustern häkeln und andere Höhe machen, von Tasche, von Griff. Es ist egal, wie es ist Ihnen lieber. Und fangen wir an. Bevor wir starten, möchte ich noch zeigen, wie man zwei Garnenden verbinden kann. Man braucht eine Kerze oder Feuerzeug. Geht man langsam runter, dass der Garn schmilzt. Und dann drückt man zusammen, vorsichtig heiß. Und das war's. Ist zusammengeschmolzen und kann man weiter häkeln. Und versuchen Sie diese Häkelstelle, also diese Verbindungsstelle nach innen zu häkeln. Als erstes häkelt man den Taschenboden um. Ich nehme Häkelnadel Nummer 3 und gehe ich hier rein und einmal durchziehen. So, dann direkt in die nächste. Und durch diese erste ziehen. Und so weiter. In jede Öffnung eine Kettmasche häkeln. Bis man alle Öffnungen umgehäkelt hat. Jetzt verbinden wir das. Hier dieses Endstück rausziehen. Durch diese Masche ziehen und dann wieder zurück auf die Stelle bringen, wo es vorher war. Hier unter die zwei Faden und dann wieder hier rein. Drehen Sie rum, die Seite und durchziehen. Und jetzt hier 2 Knoten machen. Erste Reihe. Man häkelt in jede Masche 2 feste Maschen rein, außer in die Ecken. In die Ecken werden 3 Maschen gehäkelt, also hier 3 und hier 3, genauso wie die anderen Ecken. Hier in jede Ecke 3 Maschen in einer Stelle. Man kann unter den 2 Faden häkeln oder unter der einen. Können Sie aussuchen, wie es Ihnen lieber. Ich mache unter der einen, gehe ich direkt da, eine Masche häkeln und hier 2. So, in jeder Masche 2 Stück. Dann hier weiter. Bis man an die Ecke ankommt. Jetzt hier 3 Maschen und hier 3 Maschen. Und so weiter bis zur nächsten Ecke 2 Maschen in einer Stelle und hier wieder 3 und 3. Und häkelt so weiter auch diese Ecken 3, 3 und hier auch.
bis hierhin. Erste Reihe Abschluss. Schauen Sie hier unter die 2 Faden, diese Schlaufe durchziehen und jetzt genau in die Mitte, hier bei der ersten Masche zwischen 2 Faden und hier kommt auch zwischen 2 Faden raus. Diese Schlaufe drauflegen und Masche häkeln. Für diese Muster ist wichtig, dass die Maschenanzahl soll gerade Zahl sein. Ich habe 88 Maschen hier. Und Muster ist ganz leicht. Es wird immer abwechselnd gehäkelt. Einmal hier in die Mitte zwischen 2 Faden, einmal hier oben. Schauen Sie, diese 2 Faden, man nimmt hintere Faden. Dann die nächste wieder hier unten, zwischen 2 Faden. Und hier kommt auch. Die nächste ist hier oben. In die Mitte hier, hintere Faden nehmen. Dann nächste wieder unten und so weiter. Das ist das einfachste Muster. Und oben und wieder unten. Und so weiter häkelt ihr bis zu Ende von dieser Reihe. Reihe Nummer 2 ist fertig. Die letzte Masche war in hintere Faden gehäkelt. Jetzt verbinden wir das. Ich kann Ihnen noch eine Verbindung zeigen mit einer Knote. Das kann man auch machen. Schauen Sie hier unter die 2 Faden. Durchziehen, dann so viel rausziehen, dass der gesamte Boden durchpasst und diese Faden wieder ziehen und hier entsteht eine Knote. Diese Verbindung ist auch schön und auch leicht zu machen und schauen Sie, bei der nächsten Reihe geht eine Masche weiter. Also, hier ist Verbindung und hier in die Mitte fängt man an. Da häkelt man eine große Masche. So, dann wieder eine kleinere unter der einen Faden und so abwechselnd geht weiter. Wer mag keine Knote, der kann auch weiter, wie vorherige Reihe verbunden war, das benutzen. So, Knote auf. Boden durchziehen. Fertig. Also unter die 2 Faden diese Schlaufe durchziehen. Und da wir jetzt abwechselnd weiter häkeln, das heißt hier, wo große Masche, häkelt man unter der einen Faden. Man kann hier verbinden, unter der einen Faden und abhäkeln. Oder man kann auch bei der nächsten Masche hier in die Mitte kommt man, hier zwischen 2 Faden raus, Schlaufe drauflegen und Masche häkeln. Also ist egal, für welche Methode ihr entscheidet. Es sind alle schön und hinten wird dann lieber Streifen zur Verbindung man sehen, lieber eine Knote hier. Also ich mag eine Verbindung mit einer Knote. Das ist am liebsten für mich. Und ihr könnt entscheiden, wie ist es Ihnen lieber. Und die Verbindung wird sich nach links wandern. Das ist ganz normal. Also ich mache mir eine Knote hier. Schlaufe durchziehen. Den gesamten Boden durchziehen. Und wieder zu. Diese Methode ist nicht so gut, wenn man das wieder aufmachen muss. Zum Beispiel irgendwo Fehler entdeckt.
und dann aufmachen muss. Ja, ansonsten ist auch ganz gut, finde ich. Also nach der Knoten hier in die kleinere Masche. Kleinere nenne ich, welche war vorher hinter der einen Faden gehäkelt und große Masche war in die Mitte gehäkelt. Also ich gehe hier in die Mitte und häkle jetzt eine große Masche. Dann hier nächste, eine kleinere. Und es wird sich so weiter abwechseln. So sieht das Muster aus. Ihr häkelt das so weiter. Die Verbindung ist klar. Können Sie aus 3 verschiedenen Methoden aussuchen, welches Ihnen lieber. Und man häkelt in die Höhe, welche ihr braucht. Ich habe 24 Reihen gehäkelt. In die Höhe ist es 22 cm. Jetzt abschließen, letzte Reihe. Mit einer Knote. So, wir brauchen jetzt 4 Maschenmarkierer und suchen erstmal Mitte von der Seite, von hier. Kann man auch so hinlegen, ausrichten, Boden. Schauen, ob das so alles richtig gerade seitlich liegt. Dann habe ich hier markiert und in meinem Beispiel sind 88 Maschen. Dann habe ich 44 abgezählt, hier markiert zwischen Maschen. Hier ist 22 und hier ist auch 22 Maschen. So. Jetzt in letzter Arbeitsgang im Kettmaschenumrandung werden wir auch diese Teilchen fixieren. Die werden von den Seiten bei mir sein, also von schmaleren Seiten. Hier werden die Befestigung fixiert. Dann hier an dieser Stelle wird Griff gehäkelt. Und auf dieser Seite habe ich entschlossen, hier bringe ich diesen Ring mit Wollnadel so hin. So. Und das erledigen wir alles in einem Gang. Es ist egal, wo Ihr Abschluss war, an welcher Stelle. Kann sein, dass ihr mit anderen Methoden abgeschlossen haben und ist das Abschluss nicht so gewandert wie meine zur Seite, sondern hier oder da, ist völlig egal. Fängt man an mit nächster Markierstelle. Also ich habe hier Abschluss, dann gehe ich zu Seiten und an die Seiten hier bringe ich das zusammen hier. Also fixiere ich das hier. Und ihr könnt auch dann schauen, wie weit ist euer Abschluss ist und dann zur nächsten Marke einspringen und eventuell Video vorspülen und nachschauen, vielleicht hier schon Abschluss. Okay, zu viel gesagt, jetzt häkeln wir. Und zwar, wir gehen bis zu dieser seitliche markierte Stelle, wo wir das Karabiner anbringen. Also wir brauchen 4 Maschen, 2 vor die markierte Stelle, 2 nach dieser markierte Stelle. Ich gehe mit Kettmaschen, so hier ist der Knoten, und in die nächste hier rein, dann direkt in die nächste, und gehe ich mit Kettmaschen bis zu dieser Stelle. Hier 2, hier 2. Maschenmarkierer kann ich jetzt wegmachen. So, ich gehe in die erste Masche, dann in den Ring rein, dann ziehe ich eine Kettmaschen raus.
Dann gehe ich in die nächste, unter der Ring und ziehe ich Kettmasche raus. In die dritte Masche wieder in Ring rein und Kettmasche ziehen. Und die vierte gehe ich wieder unter den Ring. Und fertig. Und weiter geht es einfach mit Kettmaschen bis zur nächsten markierten Stelle. So, schauen Sie. Kettmaschen hier abgeschlossen und hier ist mit 4 Faden verbunden. Fertig. Und weiter auf die Seite habe ich ausgesucht, hier wird bei mir Ring sein. Also, wo diese blau Markierstelle. Das heißt, ich häkle jetzt Kettmaschen durch. Ich lasse diese Markiere hier, werde ihn nicht abmachen, einfach häkle durch bis zur nächsten Seite, bis hierhin. Und an dieser Seite wieder dasselbe, 2 Maschen vor die markierte, 2 Maschen nach der markierte. Dann hier diesen Ring befestigen. Also bis zu dieser gelben Markierer häkle ich einfach mit Kettmaschen alles durch. Jetzt bin ich an dieser Stelle, 2 hier, 2 da. Maschenmarkierer weg. So, die erste Masche unter die 2 Faden, dann in Ring rein, Kettmasche ziehen. Nächste Masche einfach unter die 2 Faden, unten von diesem Ring, Kettmasche ziehen. Dritte unter die 2 Faden, wieder in Ring rein, Kettmasche ziehen. Und die letzte einfach unter drunter ziehen. Und fertig. So. So sieht das aus. Und weiter geht's. Also nächste Etappe häkelt man mit Kettmaschen bis hier, bis markierte Stelle. Hier wird Griff gehäkelt. Und ihr müsst nach eurer Ring orientieren, wie dick Griff sein soll. Also in meinem Beispiel, es sind 6 Festmaschen. So. Ich häkle bis zur 4. Masche vor diese markierte Stelle. 1, 2, 3, 4. Also von der Seite soll 4 bleiben. Bis hierhin häkle ich weiter mit Kettmaschen. So, schauen Sie. 4 Maschen hier, 3 hier. Es ist 7. Aber wenn ihr häkelt dann Reihe zurück, dann wird hier genau 6 Stück sein. Also ich fange hier an, einfach Festmasche, vier habe ich gehäkelt, noch 3. Fertig. Also insgesamt soll jetzt 7 Maschen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt drehen wir das rum. Und zwar, wir machen auch keine Luftmasche zur Steigerung. Das bringt uns einen Vorteil, dass dieser Griff nicht dann zu viel auseinanderzieht. Es hält sich ein bisschen mehr zusammen. Also ich mache keine Luftmasche, drehe rum. Und jetzt zurück häkle ich 6 Festmaschen. Ich fange immer hier an, bei dieser allerersten.
1, 6. 6 Maschen haben wir gehäkelt. So, jetzt wieder drehen. Ich mache keine Luftmasche. Ich drehe rum. Und schauen Sie, wie sieht hier aus. So. Und weiter wieder 6 Maschen. Und ihr häkelt das in die Höhe, dieser Griff, so hoch wie ihr das braucht. So, so sieht das aus. Also, keine Luftmaschensteigerung, hin und her Reihen mit 6 Festmaschen. Ich habe insgesamt 35 Reihen gehäkelt in Zentimeter. Das ist 30 cm genau. So, und Arbeit habe ich beendet, dass dieser schöne Zopf nach vorne schaut, also von Außenseite von der Tasche. So. Und jetzt müssen wir das verbinden mit der Tasche. Das so kommt dann Hand so rein. Und wofür liebe ich diese Schnur? Dass man den einfach abschneiden kann und dann wieder verbinden. Und wir brauchen diese Schnur jetzt auf die andere Seite. Also wir müssen ihn lieber so lassen und dann anfangen zu häkeln. Lieber das abschneiden. So, rausziehen. Und ziehen jetzt auf die andere Seite. So, ich ziehe mal hier den raus. Und wieder verbinden wir. Ich verbinde es mit Feuerzeug. Wer mag, kann auch mit einer Kerze verbinden. Ein bisschen unterhalten, dann schmilzt das und zusammendrücken. Vorsicht, es ist heiß. So, und kann man weiter häkeln. So, schauen Sie, jetzt verbinden wir das. Das ist die Masche Nummer 7 und die restlichen 6 hier, dazu hier gehören auch Öffnungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu jeder Masche. Und das ist schon in die Nummer 7. Und hier, schauen Sie, wir machen jetzt einen Übergang, weil hier waren Kettmaschen und das ist schon nach oben gegangen. So, ich gehe hier, ich nehme die 2 Faden und ziehe ich die runter und gehe in diese 7. Öffnung. So, und ziehe ich eine Masche raus. So. Hier kann man unter die 2 Faden gehen oder nur unter der eine. Wie es Ihnen lieber. Ich mache unter der eine, nehme das und gehe ich in diese Öffnung rein. Und ziehe ich eine Kettmasche und durch diese Masche. So, dann hier und bis man alle 6 Stück verbunden hat. Und die letzte ist hier und fertig. So, schauen Sie, jetzt sieht man den Übergang fast nicht. So, und weiter häkelt man mit Kettmaschen bis zu Anfang. Also das war die allererste Kettmasche. Bis dahin häkelt man weiter den Rand um. Und hier schauen Sie, das war Verbindungsstelle, auch unter die beiden Faden und hier. Dann letzte Masche hier, wo Knote ist. Hier ist Knote. Gehen wir da rein und zieht man durch. So, jetzt ungefähr 10 cm rausziehen, abschneiden.
Zuerst mal versiegeln. Dann hier die 2 Faden von der ersten Kettmasche durchziehen und wieder zurückbringen auf diese Stelle, wo es rauskommt. Also hier hinten diese Masche. Sauber abgeschlossen. Diese Endstück durch mehrere Maschen so runterziehen und dann verstecken. Und zuletzt nähe ich hier den Ring. Also ich mache diese Maschenmarkierer weg. Hier ungefähr bei der 2. Reihe. Ihr könnt auch selber variieren, vielleicht gefällt euch so. So, ich nehme Wollnadeln und orientieren an die Mitte mit mehreren Stichen. So sieht das aus. Maschenmarkierer kann ich weg jetzt machen. Und auf die andere Seite jetzt das zum anderen Ende führen und verknoten. Ein Lifehack, damit man es nicht vernähen muss hier. Bei dieser Schnur ist ganz gut. Schauen Sie, ich schneide den ab und nehme ich jetzt Feuerzeug und diese Ende schmelzen und dann mit anderer Seite so zusammendrücken und das wird verkleben. Schauen Sie, fertig. Und das geht nicht mehr auf. Und so sieht es aus. Jetzt kann ich diese verschließen. Dann hier Griff durch den Ring führen und es verschlossen. Und das war's. Ich hoffe, mein Video war nützlich für Sie und hat euch gefallen. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen. Vielleicht hat einer oder andere noch eine Idee, was der häkeln gern wollt, aber weiß nicht, wie das funktioniert. Können Sie mir auch in Kommentare schreiben. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!